freue mich, dass Sie gekommen sind, um etwas über die Ergebnisse des Forschungsprojekts Realfiktion Klimarechnungshof zu erfahren, die in den letzten 1,5 Jahren erarbeitet wurden. Im Prozedere des Klimarechnungshofs haben wir zu Eingaben für Prüffälle aufgerufen. Der Klimarechnungshof hat im Anschluss begonnen zu prüfen, und zwar öffentlich am 5.6. Und heute präsentieren wir die seitdem vertieften Prüfergebnisse. Diese Prüfergebnisse stehen in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem die Klimafrage polarisiert behandelt und in unseren Augen von der Tagespolitik in verantwortungsloser Weise instrumentalisiert wird. Mit dem Klimarechnungshof wollen wir dagegen zu einer faktenbasierten und sachverstandbasierten Debatte und vor allem Politik beitragen. Wir kommen bis 2040, in diesen Jahren 2030 bis 2040, wo man dafür zahlen wird müssen, auf ungefähr 500 Megatonnen CO2-Emissionen, CO2-Äquivalente, die wir nicht eingespart haben, obwohl wir das hätten können und für die wir Strafe zahlen müssen. Aktuell in der EU wird mit 200 € pro Tonne Strafzahlung gerechnet, zumindest am Anfang, ab 2030, das wird dann eher steigen. Bei die 200 € pro Tonne waren das eben 100 Milliarden, die in diesem Jahrzehnt an Strafzahlungen anfallen würden. Und wenn ich das jetzt schon weiß, muss ich natürlich jetzt handeln und die 100 Milliarden vorher in energiesparende Maßnahmen, in alternative Energieprojekte stecken. Und dafür braucht man nicht irgendwelche Aktivisten, wie wir da sitzen, die das einfordern, sondern eine unabhängige, verfassungsmäßig fixierte Institution, die unsere Damen und Herren Politiker darauf hinweist, welche nicht wieder zu gut zu machenden Versäumnisse gerade passieren. Und wie mein Kollege Wolfgang Peckner eben schon vorgerechnet hat, wird uns fehlender Klimaschutz teuer zu stehen kommen und nicht nur Auswirkungen auf unsere Umwelt, sondern eben auch auf unsere Wirtschaft haben. Wir brauchen ein effektives Klimaschutzgesetz, in welchem jährliche sektorale Treibhausgasbudgets und Zielpfade verankert sind, ebenso wie ein verfassungsrechtlich verankertes Recht auf Klimaschutz. Denn Klimaschutz braucht nicht nur Gesetze, sondern eben auch Kontrolle. Österreich ist kein Umweltmusterland, auch wenn wir uns gerne selber so sehen. Österreich hat höhere Pro-Kopf-CO2-Emissionen als der EU-Durchschnitt. Woran liegt das? Es liegt am Autoverkehr. Seit 1990 sind die CO2-Emissionen im Autoverkehr um 73% gestiegen und haben damit alle Emissionsreduktionen, die wir in anderen Sektoren, im Gebäudesektor oder Industrie erreicht haben, buchstäblich aufgefressen. Es gibt noch ein zweites Thema, warum Österreich kein Umweltmusterland ist, und das ist der Bodenverbrauch und die Flächenversiegelung. Wir bauen Fachmarktzentren auf der grünen Wiese und betonieren unser Land jeden Tag zu. Vor diesem Hintergrund Emissionssteigerungen aus dem Verkehrssektor, Flächenverbrauch und auch Hitze in der Stadt ist es sehr passend, dass der zweite Prüffall des Klimarechnungshofs der Linzer Westring ist, die A26. Es ist tatsächlich ein Projekt aus einem anderen Jahrhundert. Die geplanten Kosten sind von etwa 500 Millionen € bereits auf 1,2 Milliarden angestiegen. Es hat für dieses Projekt nie eine strategische Umweltprüfung gegeben. Daher kommt der Klimarechnungshof zu der Empfehlung, dass das Bauprojekt Linzer Westring noch einmal evaluiert werden muss. Insbesondere sollten alternative Mobilitätskonzepte in dieser Prüfung berücksichtigt werden. Erneuerbare Energie ist eigentlich einfach. Es sind sogenannte Low-Hanging Fruits. Die Technologien gibt es, die Ressourcen gibt es. Wir haben geprüft und befunden, dass es Wartezeiten in den Genehmigungsprozessen gibt von ungefähr 5 Jahren und extreme Interessenskonflikte, die so eine Umsetzung von Windkraftanlagen massiv behindern. Daher hat der Klimarechnungshof 2 Empfehlungen, die er aussprechen möchte. Dringend die Genehmigungsverfahren auf Länderebene so gestalten und beschleunigen, dass der Ausbau von Windkraftanlagen bis 2030 gesichert ist. Sowie einheitliche Vorgaben für Bewertungsmethoden in jeweiligen Umweltbegutachtungsverfahren. Warum Agrar? Warum Agrarsubventionen? In Europa ist es der größte Budgetposten europäisch und auch in Österreich wird sehr, sehr viel Geld eingegeben. Milliarden, davon fast 1/2 Milliarde für das Umweltprogramm.
Wir haben dann versucht zu überprüfen, ob dieses viele Geld auch diese Klimawirkung hat, weil vieles wird ja unter dem Mäntelchen des Klimaschutzes gewährt. Wir brauchen Daten, wir brauchen Unterlagen, um überhaupt irgendwas rechnen zu können. Die zweite Empfehlung, für die ich mich sehr eingesetzt habe, wir brauchen eine Ernährungsumstellung und die muss man fördern, da gibt es viele Möglichkeiten. Und die dritte Empfehlung, die wir aussprechen trauen, ist, dass wir eine Fortbildungsoffensive anregen zu Klima- und Umweltschutz für die Mitarbeiterinnen in den Landwirtschaftskammern. Das muss bis in die landwirtschaftlichen Schulen gehen, wo der Trend eben sein muss, ja, weg von der inputintensiven Viehproduktion. Wollen wir krisensichere Energie oder wollen wir Abhängigkeit von Russland? Wollen wir sichere Nahrung und Trinkwasser oder wollen wir den dritten Supermarkt am Ortsrand? Wollen wir gesunde Umwelt oder wollen wir Betonwüsten und Hitzetote? Und wollen wir einen starken Wirtschaftsstandort oder sollen die Betriebe einfach dorthin auswandern, wo es erneuerbare Energie gibt? Der Klimarechnungshof wäre eben eine Instanz, um diesen Dialog zu schaffen, indem er die Fakten und die Optionen auf den Tisch legt. In welche Richtungen soll der Klimarechnungshof prüfen? Das eine ist die bestehende oder eher bekannte Prüfrichtung, das rückblickende Prüfen ex post, das auch Aufgabe des bestehenden Rechnungshofes ist, und zwei weitere Prüfrichtungen, die für den Klimarechnungshof kennzeichnend sind. Einerseits die vorausschauende Prüfung, eine sogenannte Ex-ante-Prüfung, die in die Zukunft gerichtet ist. Und als dritte Prüfrichtung ist für den Klimarechnungshof das Nowcasting wichtig. Das ist ein laufendes Monitoring von Daten, das öffentlich zugänglich ist. Wir brauchen zeitnahe und fundierte mehr- und multidimensionale Prüfungen, auf die sich das Parlament, die Öffentlichkeit und die politisch verantwortlichen Stellen berufen können. Der Klimarechnungshof ist auch als Wissensinstanz zentral, damit wir als Gesellschaft wissen, wie rasch wir uns auf die Systemgrenzen zubewegen und wie wir unsere Lebensgrundlagen und die anderer Lebewesen auf dem Planeten vor dem Totalkollaps bewahren können. Wir werden weiter in dieser Kampagnenform arbeiten und visieren da natürlich vor allem die Nationalratswahlen oder den Wahlkampf an und werden diese Vorstellung eines Klimarechnungshofs dort ins Spiel bringen. Ich hoffe, Sie teilen mit uns diese Auffassung, dass für diese ja wirklich generationenübergreifende Aufgabe der Bekämpfung des Klimawandels und der Bekämpfung seiner Auswirkungen in unseren heute vielseitig gefährdeten Demokratien und Gemeinwesen heute etwas Vergleichbares wie ein Klimarechnungshof gebraucht wird. Klimarechnungshof, der Wissenschaft verpflichtet ist, dem Sachverstand verpflichtet ist und als Kontrollorgan nicht Staatshaushalte, sondern CO2-Budgets prüft. Daran arbeiten wir mit unserer Kampagne weiter und machen den Klimarechnungshof zu einem Objekt politischer Begierde. Machen Sie mit.